Bearbeitet wird hier auch am Tisch, und zwar richtig. Carsten, Ja, mit vor allen der Dingen, wir nächsten gucken Hochrechnung. intensiv auf die Zahlen, weil wir wollen wissen, wir haben jetzt die zweite Hochrechnung an diesem Sonntagabend, ob es tatsächlich so bleibt, dass FDP und BSW beide auf der 5%-Hürde im Moment eingefroren sind und wie sich die anderen Parteien natürlich auch entwickeln. Und deshalb schauen wir jetzt auf die aktuelle Hochrechnung. Ja, bei der SPD geht es sogar ein bisschen runter, 16,3% nur noch. Auch die CDU, CSU, also die Union 28,6%. Die Grünen liegen bei 12,4%. Die FDP, ja, tatsächlich weiter auf der 5%-Hürde, auch in dieser zweiten Hochrechnung. Das ist schon interessant zu sehen. Die AfD jetzt wieder über 20%, also die Partei ist damit deutlich die zweitstärkste Kraft. Die Linkspartei, das ist natürlich die große Überraschung. Phönix aus der Asche. Eigentlich wollte man nur über 3 Direktmandate einziehen. Jetzt bei 8,9%, also deutlichen Zuwachs. Und auch das BSW, das ist das andere Interessante, bleibt auch weiterhin auf der 5%-Marke stehen. Also damit im Bundestag vertreten. Die sonstigen Parteien, die spielen tatsächlich überhaupt keine Rolle. Und was heißt das jetzt in den Gewinnen und Verlusten, wenn Sie sich das angucken? Also die Ampelparteien, sie sind regelrecht abgestraft worden. Das muss man tatsächlich so sagen. SPD minus 9,4. Die haben fast 1/3 ihrer Stimmen verloren. Die Grünen verloren. Die FDP minus 6,4%. Und die großen Gewinner sind natürlich die AfD mit plus 9,7 und die Union mit plus 4,4. Und was heißt jetzt nach dieser aktuellen Hochrechnung, dass also für das künftige Parlament, für den künftigen Deutschen Bundestag, welche Regierungsmöglichkeiten sind möglich? CDU, CSU gemeinsam 187 Sitze mit der SPD zusammen. Also da sehen wir, es sind 300 Sitze, 16 Sitze für eine Mehrheit notwendig. Wir haben 630 Abgeordnete und das reicht natürlich nicht aus. Es fehlen 23 Sitze inzwischen. Das liegt natürlich auch am schlechten Abschneiden der Sozialdemokraten. Aber die Deutschlandkoalition mit der FDP, bleibt sie im künftigen Deutschen Bundestag? Ja, das würde reichen. Es wäre eine Mehrheit von 10 Stimmen. Eigentlich relativ gute Mehrheit, aber auch, naja, für eine Regierung, wenn sie halten soll, auch nicht so viel. Nehmen wir mal die FDP raus, nehmen wir die Grünen mit rein, die Kenia-Koalition, die wäre natürlich auch möglich, muss man an dieser Stelle sagen. Aber CSU-Chef Markus Söder hat ja immer wieder betont im Vorwahlkampf mit den Grünen, nein, das kommt nicht in Frage. Auch Friedrich Merz ist auf diesen Kurs ja eingeschwenkt. Also es gibt natürlich noch andere Koalitionsmöglichkeiten, die ich Ihnen zeigen könnte. Aber mit der AfD wird keiner koalieren. So viel steht fest. Und deshalb ein Linksbündnis ist auch überhaupt nicht möglich bei dieser Bundestagswahl. Und das bedeutet jetzt natürlich auch, dass wir jetzt also diese beiden Koalitionsmöglichkeiten, die Deutschland-Koalition haben und die Kenia-Koalition. Aber die Kenia-Koalition, die ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Tatjana, da muss man sagen, ich finde es weiterhin, das ist für mich eigentlich weiterhin die Nachricht des Abends, dass FDP und BSW weiter auf der 5%-Hürde quasi festgetackert sind.